Langsam geht uns die positive Energie aus. Es ist wie verhext, wir kommen nicht weiter, wir dürfen nie in Ruhe hier das Land bereisen. Keine Ahnung. Willkommen zu einer neuen Folge mit Neuland Stories. Wir sind immer noch in Bogotá und starten diese Woche direkt mit einer richtig coolen Sache. Glauben wir zumindest. Denn uns wurde empfohlen, hier gibt es sowas wie einen kleinen Flohmarkt und Straßenfest und viel zu essen. Und das schauen wir uns jetzt mal an und freuen uns richtig drauf. Das Coole ist, jeden Sonntag wird hier die große Hauptstraße bis 14 Uhr am Nachmittag gesperrt und alle können in die Stadt mit Fahrrädern, Skateboard, zu Fuß, mit ihren Hunden und können diese Riesenstraße nutzen. Und das ist ziemlich angenehm, denn sonst ist hier extrem viel Verkehr. Das Beste ist, die Straße, die jetzt gesperrt ist für Autos, die führt direkten Weges zu dem kleinen Flohmarkt. Punkt 2 Uhr gehen die Straßen wieder auf, die Schilder werden zur Seite gestellt und die Autos fahren wieder durch. Es gibt aber Gott sei Dank neben der Straße auch noch Gehweg und in der Mitte einen Fahrradweg, wo genügend Platz ist für Fußgänger und Fahrräder, um hier entlang zu laufen. Wir haben uns direkt reingeworfen ins Getümmel und am Anfang war es tatsächlich auch wie so ein kleiner Flohmarkt mit Zelten. Jetzt ist es einfach nur eine super niedliche Einkaufsstraße mit ganz vielen Läden und Essen und Souvenirs und so, und da kämpfen wir uns jetzt mal durch. Basti hat sich einen Cheesecake bestellt. Und ich habe gerade mich mit zwei netten Damen unterhalten und sie haben mir die Spezialität von Kolumbien empfohlen. Leche Asada. Irgendwas mit Milch. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich habe Basti mal da in der Ecke geparkt und holen uns jetzt noch eine Limonade und einen Kaffee. Jugo de naranja, con azúcar. No, es natural. Natural. ¿Quieres uno? Jugo de naranja. Claro que sí. Perfecto. Con gusto. Muchas gracias. Gracias. Un momento. Spanisch bestellt. Sehr gut. Ein bisschen in Schatten tut auch mal ganz gut, glaube ich. Unsere Kamera ist auch überhitzt.
Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen ohne Kamera hier. Schmeckt ein bisschen, ich glaube, wie so ein portugiesischer Flan. Also so Pudding mit karamellisiertem Zucker und irgendwas ist da noch drunter. Aber es ist mega. Kann man probieren? Ja. Ja, ist auch geil. Der Besitzer von dem Restaurant, wo wir vorne auf der Straße saßen, hat uns eingeladen, dass wir hier sitzen dürfen. Im Schatten und in einer ruhigen Ecke. Das tut, glaube ich, ganz gut, vor allem auch Peppi. Jetzt packen wir aber zusammen und dann machen wir uns auf den Rückweg. Und da suchen wir uns auch noch was zum Essen, oder? Ja. Oder machen wir uns was zu Hause? Nee. Zu Hause. Wir haben unser Zuhause in Kolumbien. Es ist schon wirklich voll hier auf dem Markt, aber es ist richtig schön. Wir versuchen uns so ein bisschen hier durchzuschlängeln mit Peps. So richtig anhalten an den Ständen kann man irgendwie auch nicht, weil man einfach nur von der Menge weitergedrückt wird. Aber es gefällt uns sehr gut und irgendwie vermittelt es uns mal wieder so ein Gefühl von Reisen. Wir sind gerade auf dem Rückweg und auf dem Hinweg haben wir jetzt irgendwie überhaupt nicht gesehen, aber hier ist ein deutsches Restaurant zum Goldenen Hirsch, Comida Alemana, und anscheinend steht Deutschland für Karaoke hier. Also das war schon deutlich angenehmer, als die Straße hier noch gesperrt war. Jetzt müssen wir auf einem nicht mal 1 Meter breiten Fußweg langlaufen und das direkt an der Hauptstraße. Das ist nicht ganz so schön wie vorhin. So, das war ganz schön anstrengend. Wir waren jetzt über 4 Stunden auf den Beinen und wollten eigentlich heute Abend noch irgendwie in einem kleinen Restaurant was essen gehen. Aber wir sind ein bisschen kaputt und sparen uns das Ganze und kochen uns eine kleine Gemüsepfanne. Die wird lecker. Sparen uns die Kohlenhydrate, weil hier so viel frittiert ist. Ja, hier wird auch ziemlich viel frittiert und ich vermute mal, dass wir noch ein paar frittierte Sachen in der nächsten Zeit essen werden. Deswegen gibt es jetzt im Van ein bisschen nur Gemüse und das war's. Auch für den Tag. Wir sind kaputt. Wir sehen uns morgen. Ein neuer Morgen in Bogotá. Wir haben eigentlich ziemlich gut geschlafen. Wir haben in einem sehr sicheren Viertel übernachten können, hat sich zumindest so angefühlt. Und sind jetzt wieder auf dem Weg zur Werkstatt, weil heute Morgen um 8 haben wir den Termin, um da aufzukreuzen und nochmal alles anzugucken und hoffentlich, dass sie uns auch helfen können. Aber es klang gestern zumindest schon mal so. Also, OBD-Gerät ist schon angeschlossen, das bisschen professionellere, also nicht dieses kleine, was wir haben, wo man nur diesen groben Fehler auslesen kann. Damit kann man natürlich viel mehr in die Tiefe gehen. Und dann hoffen wir, dass wir gleich schon mal mehr wissen, ob wirklich nur der Filter verstopft ist oder ob da irgendwie noch mehr dahinter steckt. Schauen wir mal. Also zuerst wird jetzt einmal mit dem, was heißt das, Diagnosegerät? Ja. Mit dem Diagnosegerät automatisch gereinigt, also mit dem System. Und dann werden wir wohl den Filter noch ausbauen und dann wird es zu einem Ofen geschickt, wo das dann quasi entrußt wird oder so heiß gebacken, ja, oder so irgendwie, dass sich der Ruß hier rausgebrannt wird. Genau, und das soll so um die 12 Stunden, ne? 12. 12. Um die 12 Stunden dauern. Jetzt gucken wir mal. Er meinte, heute Nacht können wir auf jeden Fall hier stehen und dann sehen wir mal morgen weiter, wie weit wir dann sind. Also wieder ein bisschen kompliziert, natürlich. Die bauen jetzt den Dieselfilter aus. Dann kommt es gegenüber zu so einem
Luftdruckgebläse. Dann wird erstmal alles rausgeblasen und dann wird es, glaube ich, auch noch rausgebrannt. Problem ist, unser Dieselpartikelfilter hat so eine Krümmung und da kann man dann nicht mit Luftdruck einfach durchblasen, sondern man muss es aufsägen. Und danach, wenn das alles erledigt ist, muss man es wieder zusammenschweißen und dann wird es wieder eingebaut. Was natürlich wieder ein bisschen teurer ist. Wie immer bei uns. Leute, kauft euch nicht so einen Ducato wie dieser hier. Das ist immer ein Sonderling. Jeden Ducato, nur nicht den hier. Muss man lieb haben. Ja, ich hab den so lieb. Die gute Nachricht ist, wir haben eine Werkstatt gefunden, die uns helfen kann, die wissen, was sie tun und wo wir wahrscheinlich auch hier in der Werkstatt übernachten können, also keine extra Unterkunft brauchen. Und darüber freuen wir uns erstmal jetzt mega, auch wenn es ein bisschen teurer wird als erwartet. Basti ist gerade schon mal nochmal draußen. Ich hoffe, es gibt kein Problem. Wir machen hier drin erstmal weiter an unserem Video und schauen immer mal wieder raus, was draußen so passiert. Wir haben die erste Nacht in der Werkstatt, wobei wir hoffen, es ist die erste und die letzte Nacht in der Werkstatt halbwegs gut überstanden. Die haben hier eine Alarmanlage, die so ein-, zweimal anging. Und ja, so richtig gut geschlafen haben wir natürlich nicht, aber wir hoffen, dass unser Filter jetzt aus dem Ofen rauskommt und dann so schnell wie möglich eingebaut wird und wir dann wieder von dann ziehen können. Es tut sich so langsam was. Wir haben gerade gemütlich noch Kaffee getrunken und Frühstück gegessen und Basti geht jetzt mit einem Kollegen von hier eine Straße weiter. Da ist dieses Bosch Labor Center, wo der Filter gereinigt wird und schaut sich das mal mit dem an. Die Zeit hier in der Werkstatt fühlt sich wieder wie eine halbe Ewigkeit an. Ich kann es kaum erwarten, dass wir wieder hier raus sind. Den jetzt komplett gestrichen haben, ne? Also, Ach, der ist auch besprüht? ja, komplett. Die Frage ist jetzt, ob das gemacht ist, weil man die Naht nicht... Ja, damit es nicht rostet wahrscheinlich. Aber das ist ja nicht so schlimm, oder? Nee, sieht neu aus. Aber das liegt auch an der Farbe, ne? Aber der Filter sieht mega sauber aus. Also, nein, wurde jetzt echt professionell gemacht. Wir blenden auch nochmal die Vorher-Nachher-Bilder irgendwo hier ein. Ist schon ein Unterschied. Alle Teile sind wieder zusammengeschraubt. Wir machen jetzt kurz eine Probefahrt. Basti fährt. Ich sitze hinten, weil der Mechaniker noch mitfährt. Und danach muss dann noch der Fehler gelöscht werden. Wir fragen uns jetzt gerade, weil mit dem Fehler sind wir immer noch auf halber Leistung. Aber mal gucken. Einfach erstmal gucken, ob er fährt und was passiert. So, jetzt werden noch die Fehler gelöscht. Wir sind jetzt wieder in der Werkstatt. Wir haben nochmal die Motorhaube aufgemacht. Das hat ganz schön ordentlich gequalmt. Aber ich glaube, oder sie meinten, das ist die Farbe, mit der der Filter eingesprüht wurde, weil er musste ja auseinandergesägt werden und wieder zusammengeschweißt werden und dann wurde einfach rostsichere Farbe drum gehauen. Ja, wir hoffen, dass der Rauch natürlich nur diese Farbe ist. Wir haben denen jetzt auch gesagt, dass wir den Rauch schon mal vorher hatten. Tendenziell könnte auch, weil wir jetzt wieder schon eher mehr Öl verlieren als weniger oder irgendwo verbrennen, auch das den Filter verstopfen. Aber das sind langwierige Diagnosen, wofür wir wieder Ewigkeiten in der Werkstatt verbringen müssten. Und er meinte, das kann man eigentlich nur, wenn man wieder fährt und unterwegs ist, rausfinden. Also
hoffen wir einfach das Beste und hoffen, dass wir weiterkommen. Wir stehen immer noch an unserem Platz in Bogotá, in dieser süßen kleinen Nachbarschaft hier. Wir wagen uns heute aber mal in die Stadtmitte und dafür müssen wir 1 Stunde Bus fahren. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das gestaltet. Aber erstmal müssen wir die Station finden. Komm, los! Das war erstmal einfach. Karte ist aufgeladen. Karte ist aufgeladen. 12.000, was ungefähr 3 Euro sind. Oder? Ja. Ja. Und das sollte hin und zurück reichen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Schauen wir am Handy. Erste Stresssituation haben wir hinter uns. Jetzt suchen wir den Weg Richtung Place de Bolívar. Wird Mais verkauft, damit jeder, der hierher kommt, die Tauben füttern kann, der hier an der Plaza de Bolívar vorbeikommt. Und deshalb sind ja auch so viele Tauben. Das lieben wir ja. Das ist der Horror für mich. Wir haben von unserer lieben Nachbarin Julia ein Restaurant empfohlen bekommen und wir stehen hier auch schon ein bisschen Schlange. Hunde dürfen auch nur unten sitzen. Das ist ein ganz kleines Restaurant und ist schon über 200 Jahre alt. Und freuen uns jetzt aber gleich, was in den Magen zu kriegen. Buenas tardes. Gucken, wie wir so beim Essen aussehen. Steppi ist ja unten in der Ecke. Wir haben es geschafft zu bestellen. Wir bekommen einmal Ajiaco und einmal Tamal Puerta Falsa. Beides Gerichte, die wir empfohlen bekommen haben und wir sind sehr gespannt. Beides mit Fleisch, aber probieren tue ich immer mal. Was ist nicht im Rest? Sag, das ist das Tamal. Das ist das Tamal. Sehr lecker. Sehr viel Hühnchen. Du wirst dich freuen. Also Tamal ist quasi in Bananenblatt eingerolltes Hühnchen mit Reis und Gemüse. Reis mit Reis.
Achioles, was hast du gesagt? Ja, irgendwie so. Kartoffelsuppe mit Hühnchen. Wer hätte es gedacht? Es gibt jede Menge Hühnchen. So, wir haben gut gegessen. War jetzt nicht so ganz unser Geschmack, aber wir wollten ja auf jeden Fall mal was Typisches ausprobieren. Und jetzt schlendern wir hier noch ein bisschen durchs historische Viertel. La Kalina? No. Kacke. La Candelaria oder so? Calandria. La Canda. Naja, wir üben noch an der Aussprache und wollen hier auf jeden Fall noch irgendwo einen Kakao trinken. Kakao und Kaffee. Kakao-Kaffee. Weil das hier ja irgendwie auch zur kolumbianischen Kultur mit dazugehört. Gracias, wow. Muy bonito. Also ich glaube, der Kakao wird hier zubereitet wie der Kaffee. Deshalb soll der hier nicht so süß sein. Basti hat ein bisschen süß, ich habe das Original. Cheers. Das schmeckt ziemlich gut. Das schmeckt wie flüssiges Tiramisu. Meins ohne Zucker. Schmeckt wie bitter, zartbitter Schokolade flüssig. Ja, ein bisschen, ja. Geil. Schmeckt lecker. Richtig cool hier. Es reihen sich kleine Cafés und Bars und Einkaufsläden aneinander in so kleine Gassen und dann endet man nachher wieder auf dem großen Platz. Das sieht ja wohl mal mega hier aus. Es wirkt so wie, ich will jetzt nicht Hipsterviertel sagen, aber es ist so belebt, so viel los. Ich weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Hier müssen wir einen Cerveza trinken. Wir lassen den Abend jetzt noch bei einem Bier ausklingen und dann machen wir uns mit dem Bus auf den Rückweg. Gucken, wie es Screwed geht. Mal gucken, wie sicher die Nachbarschaft war. Wir sind immer noch in Bogotá. Guten Morgen, by the way. Wir machen uns jetzt aber auf den Weg wieder Richtung Natur. Davor machen wir aber noch einen kleinen Zwischenstopp, weil wir wollen unsere Bremsen noch mal kontrollieren lassen. Und dann wollen wir aber raus aus dem Großstadttrubel und endlich wieder ein bisschen Natur sehen. Los geht's? Los geht's. Wir biegen jetzt gleich rechts ab, dann müssen wir die nächste links ab.
Wir haben uns nochmal eine Werkstatt gesucht und lassen jetzt einmal nochmal unsere Bremsen kontrollieren und die Räder von hinten nach vorne tauschen, weil wir tatsächlich seit den USA schon wieder, als wir die Räder neu gekauft haben, 30.000 Kilometer gefahren sind und danach soll man sie einmal rotieren von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten. Und das lassen wir jetzt hier bei Peters Garage machen. Der ist hier in Bogotá und auch in der iOverlander-App eingetragen als Fiat-Experte. Sehr, sehr nett. Und ja, das machen wir jetzt als kurzen Zwischenstopp. Keine großartige, aufregende Motorsache oder so irgendwas. Einfach nur ein ganz normaler Routine-Werkstattbesuch. Also davor, wovor wir Angst hatten, dass irgendwie die Bremsscheiben schon hinüber sind oder die Bremsblöcke, die Klötze, hat sich alles rausgestellt, dass alles noch gut aussieht. Er hat das nochmal alles richtig gereinigt, neu gefettet, nochmal Grease überall drauf gemacht, hat sich alles angeguckt und sauber gemacht. Und wir haben jetzt auch keine Geräusche mehr gehört erstmal. Und es bremst wieder alles normal. Wir haben ein paar Testfahrten gemacht und jetzt fahren wir guter Dinge weiter. Ein erster Halt ist kurz ein Sticker-Shop. Denn wir haben keine Sticker mehr und wurden jetzt schon 3-4 Mal nach Stickern gefragt. Südamerika ist das Land der Sticker. Wir brauchen neue Sticker. Auf geht's. Peters Garage an alle Fiat Ducato-Fahrer, falls ihr in Bogotá vorbeikommt. So. Muss man auch mal mitleben. Dass man halt mal nicht weiterkommt. Wäre auch alles gar nicht so stressig, wenn wir nicht ein YouTube-Video machen müssen, ha? Stimmt. Weil eigentlich müssten wir jetzt arbeiten. Wir wissen leider auch absolut nicht, was los ist. Unten die Hauptstraße, die war mit einem Band abgesperrt und die Polizei ist an uns vorbeigefahren und plötzlich sind ganz viele Autos von der Hauptstraße abgefahren und wir dachten, wir fahren einfach mal hinterher und jetzt stehen wir hier irgendwo. Was? 20 Meter sind wir jetzt vorgerückt, aber so richtig weiter geht's nicht. Peppy und ich haben mal Plätze getauscht. Es ging gerade weiter und ich habe uns gerade ein bisschen was zu essen versucht zu machen. Und Peppy hat sich nach vorne gesneakt. Deshalb bin ich für die langsamen, ruckeligen Kilometer jetzt hier hinten. Und da vorne kommt auch ein Regen. Deswegen wäre es auf jeden Fall besser, wenn wir vor dem Regen noch von der Straße runter wären. Und irgendwie wieder auf eine normale Straße kommen. So wie es aussieht, geht es hier runter zur Straße. Also hier die Zipaquira Palenque Ubate, das ist die gesperrte Straße. Hoffen wir mal, dass sie da nicht mehr gesperrt ist. Sonst ist gleich. Da ist der Regen. Wir haben es geschafft, wir sind wieder auf geteertem Boden, auf geteerter Straße. Es hat jetzt in dem Moment angefangen zu regnen. Es blitzt richtig heftig, ein richtig heftiges Gewitter. Eigentlich wäre unser Platz für die Nacht auch ein bisschen abseits gewesen, aber nach dem Offroad-Abenteuer heute suchen wir uns, glaube ich, einfach nur einen Spot hier entlang der Straße. Und
sitzen einmal kurz das Gewitter aus. Abenteuer! Hätten auch in Bogotá bleiben können. Es ist kaum zu glauben, wir sind jetzt so 3 Stunden von Bogotá entfernt. Genau so weit, dass wir das Gefühl hatten, unser Auto funktioniert wieder und alles. Und jetzt ist unsere Motorkontrollleuchte wieder angegangen und wieder der Dieselpartikelfilter. Was ja eigentlich überhaupt nicht sein kann, weil der wurde komplett gereinigt. Keine Ahnung, ob sie die Sensoren nicht sauber gemacht haben, obwohl ich das 3-mal nachgefragt habe und sie gesagt haben, sie haben es gemacht. Wir waren jetzt auf dem Weg nach Medellín, aber drehen jetzt nochmal um und fahren wieder nach Bogotá. Einmal wieder in die Werkstatt, die es schon gemacht haben, und wir haben jetzt noch 2, 3 andere Kontakte von dem Platz, wo wir die Bremsen haben machen lassen. Ja, es ist wie verhext, wir kommen nicht weiter, wir dürfen nie in Ruhe hier das Land bereisen. Langsam geht uns die positive Energie aus und wir dürfen wieder mit 15 km/h bergauf 4, 5 Stunden zurück nach Bogotá fahren. Keine Ahnung. Hallo liebe Leute, das waren ein paar ziemlich verrückte Tage, und wenn ich verrückt sage, meine ich Verrückt und intensiv. ja, und auch ein bisschen Depri. Irgendwie habe ich gedacht, dass der Tag ein bisschen einfacher wird. Aber es ist gar nicht so einfach, das zusammenzufassen, was alles Es ist viel passiert passiert, ist. es ist echt viel Ja. passiert und leider sehr wenig Positives. Ja. Also nachdem die Motorleuchte wieder anging und wir zurück nach Bogotá gekommen sind, haben wir direkt der Werkstatt Bescheid gegeben und die haben gesagt, wir sollen am nächsten Tag vorbeigucken und sie gucken es sich dann nochmal an. Ja, also kurz nochmal zusammengefasst, Motorkontrollleuchte ging wieder an, im Notlauf, 4 Stunden zurück nach Bogotá gefahren. Ja, wieder direkt in die Werkstatt, die haben alles nochmal ausgebaut, den Dieselpartikelfilter nochmal gereinigt, der Fehler war irgendwie wohl der gleiche, aber trotzdem ein bisschen anders anscheinend. Ja. Und es soll wohl der Dieselpartikelfilter wieder voll gewesen sein, wo wir gesagt haben, das kann gar nicht sein, weil wir den ja nur einen Tag vorher schon so professionell haben reinigen lassen. Ja. Und haben dann so ein paar Tests gemacht. Unter anderem haben wir auch mal den Differenzdrucksensor quasi stillgelegt und haben eine Testfahrt gemacht. Und dann ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Kurzfassung ist jetzt davon, wir haben alles wieder zusammengebaut, aber den Differenzdrucksensor haben wir weiterhin stillgelegt. Da wurden die Schläuche quasi abgezogen und eine Kappe auf den Sensor gesetzt, sodass der quasi jetzt denkt, alles ist gut. Und er meldet keine Fehlermeldung mehr und wir fahren nicht im Notlauf und Ja. es scheint zu funktionieren. Also sie haben uns auch versichert, dass da am Motor nichts kaputt gehen kann. Genau. Und sollte der Dieselpartikelfilter sich wieder verstopfen, merken wir das einfach langsam anhand von Powerverlust. Genau. Wir haben auch den Tipp bekommen, es kann sogar daran liegen, dass sich die Schläuche innen drin aufgelöst haben und deswegen halt immer verstopft sind jetzt und gar nicht der Dieselpartikelfilter irgendwie voll ist oder der Sensor kaputt ist, sondern nur diese Schläuche, die könnte man dann austauschen, aber jetzt funktioniert es erstmal so für uns. Es könnte auch sein, dass einfach der Sensor kaputt ist, man müsste einfach den Sensor austauschen, den kriegen wir hier aber wieder nicht. Es gibt hier Fiat Ducato, Citroën Jumper, es gibt hier alle Modelle, aber es gibt wieder irgendwie nicht die Ersatzteile, die wir benötigen. Genau, wie immer. Wie immer. Und es klingt irgendwie auch so nach, also es könnte halt das sein, es könnte das sein. Es war halt wieder so eine Menge an Kleinigkeiten, an kleinen Details, wo es wieder dran liegen könnte. Und das hat uns einfach... Ja, unter anderem ein kleines Detail war, wir sind weggefahren, es hat wieder einen Tag funktioniert, wir sind an unseren Stellplatz angekommen, haben das Auto ausgemacht und hatten überall Qualm. Wir standen quasi in einer weißen Rauchwolke. Genau, also einmal aus dem Auspuff und dann an den Steckverbindungen beim Auspuff auch noch. Ja. Und es hat quasi außen gequalmt und nicht, also so aus diesen Steckverbindungen raus.
Das hat uns natürlich auch wieder mega Sorgen gemacht. Deswegen sind wir wieder zur Werkstatt gefahren, haben das kontrollieren lassen. Die haben uns aber versichert, das liegt daran, dass da Fett drauf geschmiert wurde auf das Auspuffrohr, wo es zusammengesteckt wurde, damit es einfacher zusammengeht. Und das ist ab einer bestimmten Temperatur verbrennt es und wird zu Rauch. Und wir haben natürlich Rauch gedacht, es waren die ganz normalen Abgase, aber es war das Fett, was verbrannt ist. Und das müssen wir jetzt auch weiter beobachten. Ja, also es war wieder so, alles ist gut, okay, wir können los. Und 10 Minuten später sind wir quasi wieder in ein Loch gefallen. Und es war wieder was Neues. Und zwischen all dem Werkstattdrama wurde dann auch noch Peppy krank. Ein bisschen Abwechslung zum Werkstattdrama. Ja, also sie hat wirklich richtig Fieber bekommen. Da wurden dann auch Bluttests gemacht. Es wurde jetzt nicht zu 100% bestätigt, was sie hat. Es soll wohl Ehrlichiose sein, was hier eine sehr verbreitete Zeckenkrankheit ist. Und die Behandlung, die sie dafür bekommen hat, die schlägt auch gut an. Also es geht ihr jetzt auch schon wieder viel besser. Sie freut sich über das selbstgekochte Essen, weil sie soll natürlich schon Kost bekommen. Das findet sie sehr gut und wir freuen uns einfach, dass sie jetzt schon nach ein paar Tagen wieder wie vorher eigentlich pflegt. Ja. Und ja, dadurch, dass der Van wieder in die Werkstatt musste und auch über Nacht in die Werkstatt musste, haben wir uns dann auch noch ein Airbnb, um die Geschichte zu vervollständigen. Und wir wussten wir noch nicht, dass mit dem Sensor, also dass es einigermaßen eine schnelle Lösung gab. Ja. Wir dachten, der Van muss so 2-3 Tage, weil es auch übers Wochenende war, in die Werkstatt. Wir haben ihn am Freitag abgegeben. Wir dachten, wir kriegen ihn Montag zurück und haben dementsprechend noch 3 Tage das Airbnb gebucht und dachten, wir kommen da mal runter. Und dann haben wir 1,5 Stunden alles aus dem Van ausgeräumt, sind in das Airbnb eingezogen und dann hatten wir einfach die schlimmste Nacht unseres Lebens. Das Airbnb war in einem höheren Haus, direkt an einer großen 8-spurigen Straße. In der Bewertung stand ruhig gelegen, sehr ruhige Lage. Ja, alles entspannt, super perfekt. Und wir dachten so, ja, Jackpot. Wir mussten das auch relativ schnell buchen, weil wir den Van dann abgeben mussten. Und es war einfach so laut. Ich glaube, wir haben mit dem Van noch nie an so einer lauten Straße übernachtet. Und wir haben schon an neben Autobahnauffahrten geschlafen. Ja, also an Highways in den USA. Also wir waren einiges gewohnt und als wir da angekommen sind, dachten wir so, ja, na gut, die Fenster werden schon gut abdichten. Es war, als wären die Fenster offen. Und es war wirklich die schlimmste Nacht überhaupt. Sprich, wir haben das Airbnb wieder storniert, teilweise auch das Geld Gott sei Dank wieder zurückbekommen und sind dann am nächsten Tag wieder ausgezogen. Und da haben wir dann aber auch erfahren, dass der Van schon wieder ready ist und wir den abholen können und dann auch wieder direkt in den Van ziehen konnten am Samstag. Also es war ein ganz schönes Chaos. Es waren Ups und Downs innerhalb weniger Stunden. Sehr wenige Ups. Sehr wenige Ups, aber wenn wir mal dachten wieder, okay, jetzt kann es zumindest mal weitergehen, ist man direkt wieder in so ein tiefes Loch gefallen und das hat uns einfach auch so zweifeln lassen an der Reise, an uns. Nach diesen 3 Monaten in den USA und alles, was wir schon hatten, kommt der Kopf einfach nicht mehr damit klar. Ja. Das ist schwer zu erklären, aber wir kommen einfach nicht mehr damit raus und wir vertrauen dem Fahrzeug nicht mehr und ja. Deswegen haben wir auch den ganzen Prozess, den wir jetzt euch erzählt haben, haben wir auch nicht mehr gefilmt, weil wir selbst nicht mehr in der Lage waren zu filmen. Gleichzeitig auch dachten, wir können jetzt nicht schon wieder Werkstatt-Content für euch filmen. Wen interessiert das noch? Und ja, haben uns dann einfach eine Pause von der Kamera gegönnt und mussten halt selber mal alles sortieren, unsere Gedanken und irgendwie mal rauszufinden, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Ja, an ein paar Momenten war es wirklich so, okay, wir packen unsere Sachen, wir buchen Flüge und verschiffen unseren Van wieder von Cartagena zurück nach Deutschland. Dadurch, dass Peppy jetzt aber krank geworden ist und mindestens 20 Tage Antibiotikum nehmen muss, sie auch ein Gesundheitszertifikat zur Ausreise benötigt, haben wir schnell für uns sortiert, okay, wir werden jetzt nochmal gucken, die 20 Tage, die Peppy Antibiotikum nehmen muss, werden wir mit den Van nochmal auf, wie hast du es schön gesagt, auf Herz und Nieren testen. Haben uns nochmal ein paar schöne Sachen ausgesucht, die wir hier auf jeden Fall sehen wollen und die wir euch auf jeden Fall auch zeigen wollen.
und entscheiden dann im Laufe der nächsten 2 Wochen, wie es weitergehen soll. Und ja, ich glaube, damit, um den Monolog nicht ganz so lang werden zu lassen, obwohl er schon sehr lange ist und wir sehr dankbar sind für alle, die bis hierhin, bis zum Ende geguckt haben und sich unsere Zweifel angehört haben. Und ich weiß gar nicht, was es noch zu sagen übrig bleibt. Es gibt nicht mehr viel zu sagen, außer wir haben ein paar coole Sachen auf jeden Fall in diesen 20 Tagen geplant. Das wird richtig schön und wir sind guter Dinge, auch ein bisschen, dass der Van das mitmacht. Ja. Wir haben ein Hufeisen aufgehangen, was wir schon seit Mexiko mit uns rumfahren und noch nie aufgehängt haben. Das hängt jetzt, das bringt Glück. Hängt auch richtig rum. Genau. Das Emoji der Woche ist alles, was an Glückssymbolen herzugeben ist. Ja. Das packt ihr einfach in die Kommentare. Abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr uns. Das bringt uns wieder ein Lächeln ins Gesicht und bringt uns auch irgendwie dazu, weiterzumachen. Likes, Abos, genau. Kommentare. Unterstützt uns, das würde uns riesig freuen, gerade jetzt, wo es so rund läuft bei uns, wie immer, wie in der letzten Zeit. Aber wir machen weiter für euch auf jeden Fall mal die nächsten 20 Tage und würden Für uns euch, für uns, natürlich auch für uns. für alle. Würden uns also freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Danke. Ende.